So, hallo, ich bin wieder da, wieder gerade frisch gebadet. Jetzt trinke ich gerade einen Schluck Kaffee. Die Kamera filmt jetzt richtig herum, nach vorne, also nicht zum Display. Jetzt kann es nicht mehr verkehrt sein, was ich im letzten Video gesagt habe. Jetzt müsste eigentlich hier ist mein Herz an dieser Seite. Das müsste da auch stimmen. An der linken Seite ist das Herz. Und zwar ist das Herz seitlich. Das Herz ist nicht, wie in vielen Diskussionen gezeigt oder Bildern, hier in der Mitte. Dies ist meine rechte Seite. Okay, das ist das eine. Ich nenne dieses Video Kreuz und Quer, weil ich wieder viele verschiedene Themen anspreche, viele verschiedene Punkte, gerade was mir so einfällt. Ein Punkt ist der, ich rücke erstmal näher ran, in dem berichte ich auch in einem Video, ich mache hier nachher oben so einen kleinen Link hin, dass man dahin kommen kann, das habe ich Täuschung genannt, indem ich über ein Erlebnis berichte, das ist nicht ein Traum gewesen, sondern es ist real erlebt hier in dieser Welt. Und zwar ausführlich. Es geht darum, dass ich etwas erlebt habe, was nicht wirklich existierte und dermaßen merkwürdig und absurd mir sozusagen erschien, auch mit Dinosauriern, dass ich dorthin gegangen bin, abends, später abends zusammen mit meinem Hund. Als ich auf der halben Strecke war, war alles weg. Ich bin bis dorthin gegangen, bis zu dieser Wiese. Dort hätten Spuren von LKWs sein müssen, von Jeeps, von Fahrzeugen, von Tieren, nichts. Es war so, wie es immer war. Darüber habe ich dieses ausführliche Video gemacht, mit dem Resümee, dass es möglich ist, etwas in diese Welt zu projizieren, was aber nicht Materie ist. Was uns als Materie erscheint, ist es aber nicht wirklich wahr. Es ist eine Erscheinung. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, Bilder oder wie ein Film in diese Materie hinein zu projizieren, und sie fädelt sich nahtlos und fehlerlos in die Materie ein. Sie ist vollkommen eingefügt. Sie ist nicht darüber gelegt erkennbar oder dahinter, sondern sie gliedert sich ein. Sie ist ein Teil davon. Es gliedert sich so ein, als wäre es Materie. Es ist aber nicht Materie. Darüber können mal die Wissenschaftler nachdenken, die besten Wissenschaftler der Welt, würde ich mal auffordern. Physiker, was weiß ich, denkt mal darüber nach, wie kann das möglich sein, dass ich etwas in diese Welt projiziere, das sich in die Materie einfügt, aber nicht existiert. Wenn man dorthin geht, ist es nicht wahr. Und ich habe es nur herausgefunden, weil ich den Mut hatte, dorthin zu gehen. Ich hätte ja auch weglaufen können und hätte die Polizei anrufen können oder mich ins Irrenhaus einliefern lassen können. Habe ich aber nicht, sondern ich dachte, nein, ich habe schon so viel gelebt und so viel gefochten in meinem Leben. Ich habe keine Angst davor, ich möchte die Wahrheit wissen. Also beschäftigt euch mal damit. Und das heißt auch, ich gebe diesen Rat, wenn man etwas sieht, was einen erschreckt oder entsetzt und was aber nicht im Sinne von körperlich fühlbar ist, dass man jetzt fühlt, was weiß ich, es strahlt Hitze aus oder Kälte oder Schmerz, sondern es ist eigentlich auf das Sehen begrenzt. Es erscheint einem aber entsetzlich oder so. Hab den Mut, geh mal dahin ein Stück. Vielleicht ist es genau das Gleiche, es löst sich auf. So, und ich habe in diesem Video auch gesagt, entweder es ist in den Raum projiziert, für alle erkennbar, oder es wird einem direkt vor die Augen projiziert, oder es wird in das Auge projiziert und es erscheint einem so, als wäre es in der Außenwelt. Tatsächlich geschieht es in der Innenwelt. Ich glaube aber eher diese erste Möglichkeit, dass es in die Außenwelt projiziert ist. Es fügt sich ein in die Materie, ist aber nicht da. So, das ist der Punkt. Weil ich jetzt das Thema Auge angesprochen habe, dazu muss ich auch sagen, bei meinem letzten oder vorletzten Besuch hier beim Augenarzt, bei der Untersuchung, weil ich eine andere Brille brauchte, war plötzlich der Augenarzt, schaute in mein Auge, in dieses mein linkes Auge mit seiner Linse oder seinem Gerät, und plötzlich
völlig entsetzt. Was ist mit Ihrem Auge? Und da stand er so fassungslos da. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was soll mit meinem Auge sein. Mehr hat er nicht gesagt. Es gibt ja diesen, wenn man also recherchiert, diesen Ausspruch, das allsehende Auge, ein Auge, das alles sieht. Vielleicht habe ich dieses Auge, das alles sieht, und vielleicht kann ich deshalb etwas sehen, was andere mit ihren Augen nicht sehen können. Da lade ich auch alle Wissenschaftler gerne zu ein, wenn ihr mich untersuchen wollt, untersucht mich mal. Nur dürft ihr nicht an mir herummurksen und mir nichts implantieren und keine Spritzen geben, aber ihr könnt mich untersuchen. So, okay, das wäre mal spannend. Das ist der Punkt. Ein anderes Thema, das auch in einem Video erscheint, das ist das Erlebnis, dass ich durch einen Ort fahre abends, der heißt Oberkirch, was man auch interpretieren kann als obere Kirche, weil alle Worte haben eine Bedeutung. Und es ist spät abends, also dunkel, und plötzlich überholt mich ein kleinerer Wagen und schert vor mir ein und verlangsamt dann deutlich sein Tempo, dass ich bremsen muss. Und dann leuchtet hinten auf seiner Ablage eine Schrift auf: Jesus Christus. Und ich saß so da und habe gedacht, ach nein, geht das schon wieder los, das Thema Jesus Christus. Das verfolgt mich ja schon mein ganzes Leben. Überall, wo ich bin, sind Kreuze. Auch jetzt, wo ich jetzt wohne, direkt vor meinem Küchenfenster ist ein riesiges Kreuz. Überall, wo ich hingehe, sind Kreuze, Christusfiguren oder Kirchen. Und ich dachte, ja, was soll ich damit machen? Was soll es? Jedenfalls Tage später sehe ich dieses Auto wieder beim Einkaufen in einem Supermarkt und lerne auch den Typen kennen, dem das Auto gehört, und wir haben irgendein Gespräch. Ich weiß nicht mehr genau welches Thema. Und er lädt mich ein, ihn mal zu besuchen im Ort, und das mache ich. Und er lebt mit er heißt Uwe und seine Gefährtin hieß Claudia. Und dann besuche ich sie 2, dreimal. Sie leben von Sozialhilfe, sehr, sehr bescheiden. Die Claudia hatte Krebs, ein amputiertes Bein. Und sie waren aber eigentlich recht guter Dinge. Mit ihnen habe ich mich auch unterhalten über Gott und die Welt. Bei diesen, ich glaube, 2, dreimal war ich da. Wir sind einmal spazieren gegangen und haben über diese großen Kirchen gesprochen, und wo sie mir sagten, da gehen sie nicht rein, in die Orte, zu den Orten. Und ich dachte, okay. Jedenfalls, diese Claudia wünschte mir irgendwann, ach so, wir kamen auch auf Jesus zu sprechen, und ich sagte zu ihr, ich bin nicht Jesus. Und sie sagte etwas, ja, ironisch, ja, natürlich bist du nicht Jesus, du hast ja auch keine Jesuslatschen an. Und da gucke ich so, ja, und ich hatte auch, das war ja Winter, Stiefel an. Und sie lächelte mich so an, und als ich mich verabschiedete, standen wir beide, da hat sie mich umarmt und hat gesagt, Andreas, ich hoffe, du weißt, dass du das Gute bist. Und ich dachte, wow, das hat mir das Leben gerettet, diese Frau, sonst hätte ich mich vielleicht umgebracht, aber so sieht es aus, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Ja, man wird immer einsamer und die Erlebnisse werden auch immer besonderer und unerklärlicher. Es ist selbst schon eine Kreuzung, wenn man sich mit der Kreuzung beschäftigt. So, okay, das ist der Punkt. Das habe ich gesagt. Und da dachte ich, vielleicht hat dann doch, ach so, dann habe ich gedacht, ja, ich habe immer gesagt, dass ich es nicht bin. Zuletzt meiner letzten Gefährtin, der Mutter meiner beiden Söhne, Sabine. Und ihr habe ich beim Spaziergang mit den Kindern gesagt, irgendwann, als wir in der Natur waren, habe ich gesagt, Sabine, irgendeiner von uns ist Jesus, das fühle ich, diesen Geist, aber ich bin es nicht. Sie hat nichts weiter dazu gesagt. Meinen Kindern habe ich später das nochmal gesagt. Sie haben aber alle abgelehnt und waren eher so der Meinung, dass ich sie verwirre und sie krank mache. Okay, und da war ich an dem Punkt, wo ich dachte, ja, dann hat vielleicht doch derjenige recht, der mich in der zweiten Hälfte der 70er Jahre 2 Jahre lang verfolgte, jemand, der ein paar Jahre jünger war als ich.
und der ständig zu mir sagte, du bist Jesus. Und ich habe gesagt, nein, ich bin nicht Jesus. Und er sagte, doch, du bist Jesus. Und ich habe gesagt, Bernhard, ich kann nicht Jesus gewesen sein. Ich bin nicht Jesus. Weil ich hätte mich niemals für würdig genug gefühlt, dass ich es bin oder war. So, das ist der Punkt. Das war das Thema. Jetzt schaue ich mal eben, was habe ich noch? Ich habe ein Video, das nennt sich Die kleine Kapelle, The Little Chapel. Da habe ich einen Spaziergang zu einer kleinen Kapelle und ich betrete diese Kapelle und sehe, dass darin zwei Jesus sind. Einer zeigt auf die Bibel, sozusagen mit dieser Handhaltung, sozusagen liest die Bibel, seine Deutung, und daneben ist Jesus am Kreuz. Und ich sehe als erstes bei diesem Gekreuzigten die Füße mit diesen langen Zehknochen. Dann denke ich, der hat Füße wie ich. Ich werde hier ein Foto einfügen, das mache ich nachher in dem Video, von meinem Fuß, wo man sieht, dass ich diese langen Zehenknochen habe. Und ich dachte, das ist auch eine Botschaft. Warum sehe ich das? Und warum bin ich jetzt in diese Kapelle geführt worden? Sozusagen, ich sehe, es sind zwei Jesus da. Später gehe ich noch einmal zu der Kapelle, es sind einige Wochen später, da habe ich auch ein Bild gemacht, ein Video gemacht und ich sehe in dieser Kapelle ein Lichtbild. Es kommt dadurch, dass die Sonne durch ein Mosaikfenster scheint und mitten in dieser Kapelle vor dem Altar erscheint ein riesiger Vogel. Ich erkläre das auch in dem Video und es ist für mich klar, ich denke, das ist Phönix, Phönix aus der Asche, mitten vor diesem Altar im Zentrum der Kapelle. Ich dachte, schon wieder eine Message, schon wieder eine Botschaft. Und in diesen letzten Jahren habe ich mich so intensiv damit beschäftigt, besonders jetzt diese letzten 4 Jahre, wo ich in diesem Haus lebe, wo es Auseinandersetzungen gibt mit dämonischen Kräften, wo ich merke, es gibt dämonische Energien, die versuchen, mich zu manipulieren, mir falsche Infos zu geben. Ich hatte 2 merkwürdige Unfälle. Ich bin aus einem Bett gefallen, aus einer 1 Meter Höhe, das ich selber gebaut habe. Ich bin zuvor noch niemals aus dem Bett gefallen, bin ohnmächtig, habe schwere Rippenprellung und habe überall blaue Flecken und Wunden im Gesicht. Und nachher im Krankenhaus, und ich bin ohnmächtig, und nachher im Krankenhaus fragt mich der Arzt selber, was ist mit ihm passiert, woher sind die blauen Flecken? Und ich sage, ich weiß es auch nicht. Aber für mich war es so, was soll ich den Leuten sagen? Soll ich sagen, ich habe dem Arzt gesagt, ich fühle mich so, als hätten mich mehrere Leute zusammengeschlagen und dann auf den Boden geworfen. Und für mich war es klar, ja, das kann sein, im Schlaf von Dämonen sozusagen. Als erstes wirst du ohnmächtig geschlagen, sozusagen, du kriegst einen Schlag auf den Kopf, dass dir nichts bewusst ist. Dann schlagen sie dich zusammen und sie werfen dich auf den Boden. Fertig. Ja, so geht es ab, Leute. Und das bedeutet Schmerzen tragen. Und das bedeutet das, was ich in dem Video äh, sage, wo ich sage, ich hatte in letzter Zeit öfter das Gefühl, dass Jesus mich auf der anderen Welt, in der Nichtwelt, in der geistigen Welt, gefragt hat, ob ich bereit bin, an seiner Stelle zu kommen, weil er nicht mehr die Kraft hat, noch einmal durch all den Spott und all die Verachtung zu gehen. Und ich habe gesagt, ja, ich mache das. Und das heißt dann auch für mich, das kommt auch in mehreren Videos vor, dass ich sage, ich musste diese Schmerzen verteilt über mein gesamtes Leben, allen Spott, alle Verachtung durchleben, damit ich immer mehr sozusagen zu Christus werde. Und mein Äußeres hat sich dementsprechend auch verändert. Meine Art zu erzählen hat sich dem angepasst und mein Sprechen und die Inhalte. Und ich spreche schon so, wie Jesus gesprochen hat und habe die gleichen Themen und die gleichen Gestiken. Ja, das wollte ich jetzt einfach mal sagen, Leute. Und wenn ich sage, ich habe so viele Schmerzen durchlebt in meinem Leben und so viel Spott und Verachtung durchlebt, dass es kein einziger von euch jemals verstehen kann oder verstehen wird, dann glaubt mir das einfach. Das ist so. Und jetzt bin ich aber ja dadurch und wir sind jetzt auf der anderen Seite. Aber ich lade auch alle ein, schaut euch die Videos an, die ich gemacht habe und
lehnt sie nicht von vornherein ab und sagt, das ist Träumerei oder das ist geistiger Müll oder Schwachsinn oder Irrsinn. Schaut es euch an und ich bitte die besten Wissenschaftler der Welt, die besten geistigen, geistig tätigen Menschen dieser Welt, beschäftigt euch damit, auch mit den 3000 Sachen, die ich auf Facebook gepostet habe, und versucht es zu analysieren, macht euch ein Bild und gebt mir bitte mal irgendjemand eine Rückmeldung. Weil ich bin schon lange an einem Punkt angelangt, wo ich sage, wenn ich allein auf der Welt leben würde, hätte ich nicht weniger Kommunikation und Dialog, als ich zurzeit habe. So sieht es aus. Noch einsamer kann es nicht sein, was Dialog betrifft. Und Dialog heißt, es ist eine gegenseitige geistige Befruchtung. Man versucht einen Gedanken oder ein Thema zu, zu erörtern, anzuheben, zu vervollkommnen, zu bereichern. Das ist ein gegenseitiger Austausch. Und das fehlt mir mehr als Essen und Trinken. Weil Geist braucht Geist als Nahrung. Das ist so. Und ich bin auch Geist. Ich bin Spirit. Und wenn ich kein geistiges Echo habe, vereinsame ich meine Seele. Meine Seele ist Geist. So sieht es aus. So, ciao, dieses Video mache ich jetzt fertig. Heute ist Donnerstag. Der wievielte? 8. oder 9. Februar 2018. Okay, jetzt trinke ich noch einen Schluck Kaffee. Dieses Video mache ich heute fertig, weil das macht mir Spaß, weil das für mich auch etwas ist. Ich bin geistig tätig. Es ist eine Herausforderung, nachher die Untertitel zu machen in Englisch und ich freue mich, wenn ich es fertig habe. Dann schaue ich mir meistens meine Videos 10, 15 Mal selber an im Laufe der ersten 2-3 Tage, um sicher zu sein, dass ich noch dazu stehe, inhaltmäßig. Und sollte ich irgendeine Stelle finden oder herausfinden, nee, dazu kann ich gar nicht mehr stehen, dann lösche ich es fertig. Habe ich aber bislang, glaube ich, nur einmal in meinem gesamten Leben gemacht. Okay, ciao, ich wünsche euch allen eine schöne Zeit und bitte, bitte beschäftigt euch damit und gebt mir Rückmeldung. Darum bitte ich euch.